Das Kloster Weltenburg ist eine Benediktinerabtei in Weltenburg, einem Ortsteil von Kelheim an der Donau in Niederbayern. Es liegt oberhalb des Donaudurchbruchs in einer Donauschlinge. Das Kloster gehört zur Bayerischen Benediktinerkongregation. Hauptaufgaben der heutigen Abtei Weltenburg sind die Pfarrseelsorge und die Aufnahme von Gästen in der Begegnungsstätte St. Georg. Schon 45 nach Christus lag bei Weltenburg auf dem Südufer der Donau der Ausgangspunkt einer römischen Grenz- und Militärstraße, die der Donau stromaufwärts folgend bis zum Kastell Höfingen bei Donaueschingen führte. Diese Donau-Süd-Straße war lange Zeit eine der beiden wichtigsten Ost-West-Verbindungen nördlich der Alpen. Eine lokale Überlieferung besagt, dass das Kloster um das Jahr 617 durch die iroschottischen Mönche Eustasius und Argilus aus Luxeuil nach den Regeln des heiligen Kolumban gegründet wurde. Dies gilt in der Forschung mittlerweile als widerlegt. Archäologische Funde zeigen jedoch, dass das Gebiet um Weltenburg um 600 christlich geprägt war. Die Frage, ob Weltenburg das älteste Kloster Bayerns ist damit nicht eindeutig zu beantworten. Um das Jahr 700 soll der heilige Rupert, der Apostel der Bayern, die Klosterkirche dem heiligen Georg geweiht haben. Im 8. Jahrhundert übernahmen die Weltenburger Mönche wohl die Ordensregeln des heiligen Benedikt, möglicherweise im Zuge der Kirchenreform des Bonifatius. Tassilo III gehörte zu den Förderern des Klosters, nach seiner Entmachtung durch Karl den Großen wurde es reichsunmittelbar. Aufgrund dieser Überlieferung, die auch im Gewölbe des Altarraums der Klosterkirche dargestellt ist, wurde lange Zeit Tassilo als Klostergründer angesehen. In der Liste der fränkischen Reichsklöster von 817 wird ein Kloster Altenbors genannt. Wenn damit Weltenburg gemeint ist, stellt dieses Dokument die älteste nachgewiesene Nennung der Abtei dar.
Während der Ungarneinfälle im frühen 10. Jahrhundert verließen die Mönche die Abtei. 932 wurde Weltenburg als Eigenkloster des Bistums Regensburg vom Kloster St. Emmeram aus wieder besiedelt. Eine neu erbaute Kirche wurde 1191 geweiht. In den Jahren 1123 bis 1328 lebten in Weltenburg Augustinerchorherren. Im 14. und 15. Jahrhundert erlebte das Kloster eine Zeit häufig wechselnder Äbte und Administratoren. Unter Abt Konrad V. wurden deshalb die Kastlerreformen eingeführt. Im Schmalkaldischen Krieg wurde das Kloster geplündert. Abt Michael Zweihäusler musste aus wirtschaftlicher Not wertvolle Bestände der Klosterbibliothek verkaufen. Trotz Plünderungen während des Dreißigjährigen Krieges konnte Abt Matthias Abelin das Kloster geordnet hinterlassen. 1686 gehörte das Kloster zu den Gründern der bayerischen Benediktinerkongregation. Hauptbauprojekt war die in den Jahren 1716 bis 1718 im Rohbau errichtete Klosterkirche, die dem heiligen Georg geweiht ist und bis 1735 maßgeblich von den Gebrüdern Asam ausgestaltet wurde. Zur neuen Abteikirche legte der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Lichtenegg am 29. Juni 1716 den Grundstein und weihte das Gotteshaus am 9. Oktober 1718. Im Zuge der Säkularisation in Bayern wurde am 21. März 1803 auch das Kloster Weltenburg aufgelöst, am 1. Juni 1842 jedoch von König Ludwig I. als Priorat des Klosters Metten neu errichtet und am 25. August 1913 durch Prinzregent Ludwig, später König Ludwig III., wieder zur Abtei erhoben. Wegen seiner direkten Lage an der Donau ist der Gebäudekomplex stark hochwassergefährdet. Von 1904 bis 1973 betrieb die Abtei eine Landwirtschaftsschule. Im März 1995 gab es einen einwöchigen Rosenkranzkongress, wo für ein neues Mariendogma geworben und gebetet wurde. Der umstrittene St. Pöltener Bischof Kurt Krenn stellte sich dabei an die Spitze der Bewegung.